Ich heiße Herbert Lappe. Ich habe noch einen zweiten Vornamen, Martin, also Herbert Martin Lappe. Als feindlicher Ausländer wurde mein Vater interniert in England, als der Krieg mit Deutschland ausbrach. Und in diesem Lager lernte er österreichische Jungkommunisten, würde ich das nennen, ja, oder Kommunisten kennen. Und einer davon hieß Herbert. Das war der Leiter dieser Gruppe, mit dem meine Eltern dann bis zum Tod von Herbert Steiner befreundet waren. Das ist also der Herbert. Der Martin kommt nach meinem Großvater, also meines Vaters Vater. Der hieß Martin Lappe. Und so komme ich zu den zwei Vornamen. Ich wurde 1946 in England, in London geboren. Im Jahre 1949, ich war also 3,5 Jahre alt, kamen meine Eltern mit mir nach Dresden. Und hier bin ich aufgewachsen in Dresden. Ich bin also hier zur Grundschule gegangen, zur Oberschule gegangen. Ganz eine völlig normale Entwicklung eines Kindes, das in der DDR aufwuchs. In meiner Kindheit gab es nur Verwandte, die ich entweder nicht kannte oder fast nicht kannte, aber auf jeden Fall niemanden in der Umgebung. Meine Großmutter lebte in London, Verwandtschaft lebte in Israel, in den USA, im Libanon, also weit verstreut. Sie müssen sich vorstellen, 1949, als meine Eltern nach Deutschland kamen, war Dresden völlig zerstört. Entsetzlich zerstört wie die meisten Großstädte Deutschlands. Und in dieser Stadt bekamen wir etwas am Stadtrand gelegen, ein Haus oder ein Einfamilienhaus zugewiesen, das einem Nazi gehörte. Der Nazi saß im Gefängnis und wir zogen in das Einfamilienhaus ein. Es wohnte noch eine Dame, war auch noch da drinne, aber wir hatten praktisch das Haus. Ich erinnere mich deshalb so gut dran, weil nämlich die Möbel von dem Nazi noch im Haus standen. Und wenn ich als Kind unter den Tisch krabbelte, da las ich immer den Namen auf den Stühlen, hat er Zettel aufgeklebt und an den Tisch und so weiter. Also das war ganz großartig, dass wir da ein Haus bekamen. Das bedeutete für meinen Vater, dass er ein Arbeitszimmer hatte und ich hatte ein Kinderzimmer. Also das war ganz toll. Garten hatte es auch noch. Das Grundstück. Bis 1964 haben wir da gewohnt. Dresden hatte bis 1938 eine Synagoge. Die wurde zerstört in der Kristallnacht. Und 1950 etwa hat die Stadt Dresden finanziert, dass die Totenhalle auf dem jüdischen Friedhof umgebaut wurde und umgewidmet wurde zu einer Synagoge. Und aus halachischen Gründen wurde das abgetrennt dann vom Friedhof, ja. Aber an diese Synagoge, die steht ja noch, habe ich sehr viele Erinnerungen, ja. Sie hatte einen orientalischen Touch in. Das ist auffällig. Also diese Bögen an der Decke, es war blau mit kleinen, ich glaube mit goldenen Sternchen, aber bin ich nicht so ganz sicher. Also es war ein sehr warmes Gefühl. Die Synagoge hatte 80 Plätze, also war nicht groß. Gut, ja, habe ich freundliche Erinnerungen. Die kleine Gemeinde hatte keinen eigenen Rabbiner, sondern solange ich mich erinnern kann, kam aus Ungarn Kantor Lugoschi und später dann zum Ende der DDR-Zeit kam aus Westdeutschland der Rabbiner Stein. Das sind die Erinnerungen, die die Kindheit und Jugend prägen. Sie müssen sich das so vorstellen, nach dem Krieg wussten sie nie, wer ein Nazi war. Wer hat meinen Großvater umgebracht, wer hat sich bereichert, das wussten sie nicht.
Nur in der jüdischen Gemeinde und ein paar weiteren Stellen konnten sie sicher sein, dass kein Antisemitismus existiert. Und das war eigentlich die besondere Bedeutung für meine Eltern dieser Gemeinde. Dann müssen wir mal über die Zahlen reden in Dresden. Nach dem Krieg hatte die Gemeinde ungefähr 200 Mitglieder, wobei die wenigsten aus Dresden stammten. Das waren Leute, die aus den Lagern im Osten kamen, im Westen gingen und hier hängen blieben. Ja, Dresden war wie eine Durchgangsstation. Dann hatten sie ein paar, die dank des Bombenangriffs auf Dresden überlebt haben. Aber ganz grob 200. Nach den Ereignissen um den Slansky-Prozess, also 1950, werfe ich jetzt als Größenordnung ein, ja, sank die Zahl der Dresdner Juden auf 100. Und bis zum Ende der DDR, also bis 1989, sank die Zahl auf 60. Es war also eine Mini-Gemeinde von alten Leuten. Ich dachte immer, ich bin da der letzte Jugendliche nahezu, ja. Sondern das war eine winzige Gemeinde von zunehmend überalterten Leuten. Und im Wesentlichen nicht religiös, kann man auch dazu sagen. Ich habe keinerlei Erinnerung an irgendeine antisemitische Situation. Aber ich gebe zu, als ich in das Alter kam, um mich um Mädchen zu kümmern, habe ich immer vorsichtig nach den Eltern gefragt. Irgendwann kommt man dann immer mit den Eltern in Berührung und man wird eingeladen nach Hause oder so. Und da war das schon für mich wichtig zu hören, dass ich keine Sorgen haben muss, ja. Tatsächlich war nie eine unangenehme Situation, aber mich hat es beschäftigt als Kind, als junger Mensch. Es war aber anders. Ich wollte gerne, ich war als Kind sehr musikalisch und wurde gefördert und wollte gerne im Kreuzchor singen. Das ist also der berühmte christliche Chor, zur Kreuzkirche gehört er. Und da wurde man, wer im Kreuzchor mitsang, kam in ein Internat und wohnte dort die Woche über. Also das war semi-professionelles Training der jungen Leute, ja, ab Kindsalter. Und da hat mein Vater gesagt, ich glaube nicht, dass sie dort Juden so gerne haben, in dem christlichen Chor. Es geht mir nicht darum, ob er recht hat. Ich sage nur, so war es, ja? Gut. Und als Kind wollte ich irgendwas tauschen. Vielleicht eine Murmel gegen eine Reißzwecke. Ich weiß nicht, was ich tauschen wollte. Völlig unbedeutend, ja? Und wieder sagten meine Eltern, du musst nicht unbedingt diesen Vorbehalt, den man gegen Juden hat, dass sie tauschen und Geschäftemacher sind, ja, das musst du nicht unbedingt unterstützen. Also lass es sein. Also sie haben diese indirekte Sorge meiner Eltern, aber ich selbst habe nie etwas gespürt. Es war ein Thema, warum sind meine Verwandten woanders und ich habe hier keine. Und das ist die positive Sicht, warum habe ich so viele internationale Briefmarken aus aller Welt, die ich beim Briefmarkensammeln gut vertauschen konnte. Wer hatte denn schon sowas, ja? Gut. Oder
Als ich älter wurde, spielte das eine Rolle, warum sind wir eigentlich in der DDR mit all den Beschränkungen, die die DDR hat. Und meine Eltern waren sehr überzeugt, dass wenn es allen Leuten gut geht, dann hat der Antisemitismus keine Chance. So, und der Sozialismus versprach ja, oder der Kommunismus, dass allen Leuten gleich gut gehen wird. Es ist nie wichtig, was tatsächlich war, ja, aber das war ein Thema, denn für mich war das schon wichtig. Warum konnte ich nicht zu meiner Großmutter fahren und zu meiner Tante, wann ich wollte, und ich kannte meine Verwandtschaft in Israel nicht? Und ja, insofern war das Jüdische, was ja die Quelle war, ein ständig präsentes Thema.